Willkommen zu Frequent Traveler TV. Mein Name ist Lars Korsten und wieder eine frisch gepresste Sendung für euch. Themen, die wir haben: 777 verspätet sich erneut ein bisschen. Schauen wir mal, wie viel. Dann haben wir das Thema KI, künstliche Intelligenz. United erklärt den Kunden, warum der Flug verspätet ist, mit Videos und KI. Dann haben wir noch ein Thema, und zwar Lufthansa, massiver Ausbau der Allegris, allerdings mehr in Frankfurt als in München. Und Miles & More, die drehen komplett am Rad, sind komplett, ich weiß nicht was, aber bekloppt ist, glaube ich, noch milder ausgedrückt. Ihr denkt dran, wie immer, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber natürlich auch aufs Gut zu kommen und zu diskutieren. Ja, die Zertifizierung der 777-9 verschiebt sich jetzt wieder ein bisschen, nicht Ende 2026, sondern Anfang 2027. Und Lufthansa muss als Erstkunde weiter warten und arbeitet an Lösungen. Ja, die 777-9 ist schon 7 Jahre verspätet. FAA erwartet Zulassung also erst Anfang 2027 und nicht Ende 2026. Lufthansa wollte ja ursprünglich die Auslieferung 2027 haben. Und 30 fertige Flugzeuge müssen nachgebessert werden, haben wir ja schon darüber berichtet. Das ist eine Herausforderung. Also das heißt, Flugzeuge, die schon gebaut werden oder wurden, müssen auf den jetzigen Stand gebracht werden, was an Änderungen und so weiter ist. Lufthansa plant den Ersatz und will dafür 340-300er nutzen. Und die 737 MAX, die 7er und die 10er sollen aber noch 2026 zugelassen werden. Ja, die Flottenplanung ist, wie wir merken, extrem schwierig und es gibt da mit der FAA immer wieder Themen und gerade auf der Langstrecke sind dort Kapazitätslücken. Verzögerung der Premium-Produkte, klar, aber es gibt andere Flugzeuge, die Premium bringen, deshalb bleibt dran, das Thema kommt gleich. Und der FAA-Direktor Brian Bedford sagte, hoffentlich Anfang nächsten Jahres. Ich denke mal, Betonung auf hoffentlich. Ja, als Fazit kann man sagen, ja, Boeing bleibt sich selber treu, Reputationsschaden müsst ihr entscheiden. Ich sage schon, dass es massiv ist und Lufthansa ist weiter mit der Flottenplanung. Nennen wir es einfach am Freestylen oder am Improvisieren. Die Frage ist, würde ich aktuell noch Boeing nutzen oder eher auf Airbus setzen? Beim zweiten Thema geht es bei Lufthansa auch um Allegris und um Flugzeuge. Lufthansa weitet ihr Allegris-Produkt deutlich, vor allem in Frankfurt. Neue Flugzeuge treiben den Ausbau über die Bestandsflotte, bleibt ein Problem. 11 neue Allegris-Strecken, Frankfurt wächst stark. Flugzeuge sind die 787-9 und die Boeing 350-900-1000, weil die 1000 kommt auch als erstes zur Lufthansa. First Class bleibt nur in München und kein Retrofit der alten Flotte im Moment. Ja, Lufthansa versucht halt den Produktrückstand aufzuholen und man merkt halt den Hub-Vorteil von Frankfurt im Moment, weil die Flugzeuge, die ab Frankfurt fliegen, haben halt die Allegris. Und ja, ich finde das relativ lustig. Und man kann natürlich die Frage stellen, warum dauert Retrofit so lange? Die Antwort ist auch relativ easy, weil Retrofit halt Zeit braucht, aber auch die Flugzeuge gebraucht werden. Deshalb kann man die Flugzeuge ja nicht vorstellen. Wir haben ja beim 380er gelernt, das dauert nicht Tage, sondern Wochen und Monate. Ja, Schritt nach vorne, aber halb fertig, muss man sagen. Das ist schon so schön, dass das klappt. Aber das größte Problem ist halt die alte Flotte. Ich selber werde auch mit einer aktuellen Fliegen, einer 747-8er mit der alten First Class, werde ich nach New York fliegen. Deshalb die Frage, würdet ihr proaktiv auf Allegris setzen oder sagt ihr, nee, ich buche das, was gerade passt, weil viele Leute merken ja auch, dass Flüge umgestellt werden von Allegris auf andere Produkte, aber es gibt auch Einzelfälle, wo das auch andersrum klappt, was natürlich dann positiv ist. Bin ich mal gespannt. Weiteres Thema ist KI, künstliche Intelligenz. United Airlines will mit der KI die Kommunikation im V-Fall, im Verteidigungsfall revolutionieren. Heißt also, Passagiere sollen künftig Videos und Erklärungen zu Verspätungen bekommen. Die KI erklärt jede Verspätung automatisch. Geplant sind sogar Maintenance-Videos. Echtzeiterklärung per Text. Ziel ist, keine menschliche Intervention nötig zu haben, sondern einfach automatisiert. Auch 8% der Jobs werden durch KI ersetzt. Und mal sehen, ob die Digitalisierung ein wirklicher Wettbewerbsvorteil bleibt oder nicht. Da bin ich mal gespannt auf eure Antwort.
Und die Frage ist, will man wirklich Wartungsvideos sehen? Also ich sage mal so, jemand, der nerdig ist wie ich, der sagt, ja gut, gucke ich mir an, aber wenn das dritte Mal dasselbe Video ist, und es wird ja wahrscheinlich nicht das Live-Video sein von der eigenen Maschine, so, ne? Ist das echte Verbesserung oder nur PR, ist halt eine Frage, die ich euch stellen will. Und klar, man kann jetzt sagen, das ist ein Gamechanger im Kundenerlebnis, dass man so etwas weiß. Aber auch Transparenz ist ein Wettbewerbsvorteil. Aber die andere Frage ist, TMI, Too Much Information, will ich das wirklich wissen? Frage dazu ist, würdet ihr euch durch solche Infos wirklich beruhigt fühlen? Das letzte Thema für heute ist das Thema, wo ich sage, da muss man Lufthansa ehrlich gesagt fragen, ob die noch alle Tassen im Schrank haben. Lufthansa verlangt jetzt bis zu 1.500 € Stornogebühren für ein Meilenticket. Für Prämienflüge mit einem massiver Bruch mit den bisherigen Standards im Loyalty-Bereich. Und die neuen Gebühren gibt es seit dem 27. Mai. Heißt also 1.500 für Award Storno, teilweise keine Erstattung möglich. Früher waren es einfach 50 € und der Käse war gegessen. Und selbst Partner-Airlines sind billiger als Lufthansa. Und Lufthansa monetarisiert die Loyalty aggressiv. Anscheinend haben sie halt Probleme, die der Leute das als Flex-Ticket genutzt haben. Aber sie sind ja auch beim Flex-Ticket gegen die Leute vorgegangen. Ja, nur dann soll ich das Produkt auch nicht anbieten und dann darf ich es auch nicht Flex nennen, ist halt so. Und die Frage ist halt immer, die man im Raum steht, ist Miles & More komplett daneben oder darf man das einfach noch beruhigt sagen, ja, ich nutze das. Also da bin ich mal auch gespannt. Und ist das Anfang wieder vom Ende? Also das Lied kennt ihr ja schon. Denn das ist extrem kundenunfreundlich und ich finde, es zerstört einfach die Loyalty. Weil so ein paar Vorteile sollte man schon haben, wenn man die Meilen für sich mühsam zusammengekratzt habt. Ja, nutzt ihr unter solchen Bedingungen Miles & More überhaupt noch? Was denkt ihr dazu? Also da könnt ihr ja gerne was zu sagen. Als Fazit der heutigen Sendung kann man wirklich nur sagen, dass Boeing im Markt massiv an Vertrauen verliert, Miles & More auch an Vertrauen verliert. Lufthansa baut die Produkte aus mit Allegris, verschlechtert gleichzeitig aber wie gesagt die Loyalty. Also das macht ja keinen Sinn. Auch die KI wird ja ein zentraler Wettbewerbsfaktor werden, aber auf dem Weg, dass man von der Wartung dann irgendwelche Wartungspornos sieht, finde ich auch spannend. Und die Branche bewegt sich halt in eine Richtung und dies ganz klar. Und zwar ist die Technologie plus Monetarisierung, mehr kann man nicht sagen, und weniger klassische Kundenbindung. Ihr denkt dran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen und natürlich dann auch Hurra zu schreien auf School und die Frage des Tages zu beantworten. Die Frage des Tages ist Miles & More für euch jetzt tot, weil ich finde die Änderung einfach komplett Banane. Und ist die KI-Transparenz sinnvoll oder unnötig? Also in dem Sinne, danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV und ich bin mal gespannt, wann wir uns wiedersehen morgen. Ich freue mich auf euch.